Herzlich willkommen zum großen Sommerfest 2020 hier bei Herpa. Aber was ist hier los? Weit und breit kein Mensch. Ich schaue mal nach, was da los ist. Hallo. Hallo. Gehen Sie ruhig dran, ich schaue mich so lange um. Dankeschön. Herr, bei mir tun wir der Länge, das Sag mal, was ist denn hier Matthias. los? Ich suche das Sommerfest. Ja, das wirst du dieses Jahr nicht finden. Wir dürfen natürlich das Sommerfest nicht stattfinden lassen. Bis August sind alle Veranstaltungen verboten, aber wir werden das Ganze digital machen. Ja. Wie ich sehe, bist du schon dabei, die Mehrwertsteuer zu senken? Genau. Wir werden die 3% Senkung der Mehrwertsteuer direkt an unsere Kunden weitergeben. Das heißt, die profitieren da. Ja. Jetzt sind wir schon mitten im Shop. Wie viel Ware habt ihr hier so? Wie viele Modelle gibt es? Alle lieferbaren Modelle findest du hier auf über 1000 Quadratmeter. Sind ungefähr 2500 Modelle, die lieferbar sind derzeit bei uns im Haus. Ja. Und gibt es hier im Shop etwas Besonderes? Ja, natürlich gibt es hier etwas Besonderes. Wir haben nicht nur unsere Lagerware, die da ist, sondern wir haben auch wirklich das Glück, Archivmodelle zu haben. Modelle, die aus unserem Modellarchiv sind ja oftmals 2, 3 Stück zurückgelegt worden und die bieten wir bei uns in der Fundgrube an. Ah, lass uns doch da mal hingehen. Also es ist wirklich bunt gemischt, über Raritäten von, du siehst es auch schon an den Verpackungen, die halt schon älter sind. Max Bögel, genau. Genau, auch Sondermodelle, die dann da sind. Sag mal, Mandy, wo sind eigentlich die Sondermodelle zum Sommerfest? Die wirst du hier nicht finden, die haben wir nicht im Shop. Zum Sicherheits- oder zum Schutz unserer Kunden und Hygienemaßnahmen einhalten, dürfen hier maximal 10 Personen im Shop sein. Wir werden die Sondermodelle lediglich online anbieten, auf unserer Plattform für den Sommerfest und um hier einfach lange Warteschlangen zu vermeiden und für die Sicherheit zu gewährleisten, sollen alle gesund sein. Gibt es eigentlich besondere Themen, die gut laufen bei den Sammlern? Gibt es da so einige, die herausstechen? Auf jeden Fall. Also Feuerwehr, Blaulicht ist immer ein Thema. Umbau ist momentan im Trend und immer mehr im Kommen. Was ich persönlich auch immer sehr schön finde, sind die Überraschungsboxen. Die haben wir da drüben. Ich zeige sie dir gerne mal. Da weiß nämlich niemand, was da drin ist. Ich finde Überraschungen immer sehr toll. Wollen wir mal eine aufmachen? Schau, du kannst hier durch das Loch gucken. Kann man ja überhaupt nichts erkennen. Viele machen es mit dem Gewicht auch und mit der Länge. Du kannst die Länge erraten. Genau, das ist eigentlich ganz nett. Ja. Also scheint ein Auflieger zu sein. Sag mal, Mandy, hast du auch ein Lieblingsflugzeugmodell? Selbstverständlich. Auch hier sind es die bunten, die gefallen mir am besten, am meisten. Zum Beispiel hier, die Iceland Air. Finde ich sehr schön. Viele Drucke drauf, mit viel Liebe zum Detail. Genau. Sag mal, eure Modelle sind ja gar nicht so ganz günstig. Wie kommt der Preis zustande? Ich würde sagen, da schau dich mal oben im Museum um. Das mache ich dann auch. Tschüss. Ciao. Ah, Herr Winkler, ja, ich hätte mal eine Frage an Sie. Woher kommt eigentlich der Preis für die Modelle bei Herpa? Da würde ich Ihnen mal gerne zeigen, wie diese Entstehungsgeschichte von Herpa mit den Modellen ist. Und zwar, wir haben 78 angefangen und hier sehen Sie unsere ersten 6 Modelle, die auf der Spielwarenmesse 78 ausgestellt wurden. Um das besser zu verstehen, würde ich Ihnen gerne mal ein Modell zeigen. Okay. So, da hätten wir die 2 schönen Vergleichsmodelle. Wir haben hier ein Modell aus dem Jahre 1980. Da erkennt man sehr gut, dass das Modell sehr einfach gestaltet ist. Wenn Sie mal genau drauf schauen, dann werden Sie sehen, keine eingesetzte Scheinwerfer, keine eingesetzte Rückleuchten, eine ganz einfache Bodengruppe,
eine Karosserie, ein Fenster, ein Innenteil. Also wir sprechen hier von in der Summe inklusive Felgen, Reifen, Achsen und so weiter von ca. 14 Einzelteile. Dagegen ein Modell eben aus der aktuellen Produktion. Wir sprechen hier von einem BMW. Alleine der erste Blick zeigt uns ja schon, dass wir eingesetzte Scheinwerfer haben, einzeln eingesetzte, rechts, links. Wir haben eine Niere, die außen geprägt ist. Wenn Sie jetzt dieses Fahrzeug anschauen, ja. Ne, also es ist ein riesengroßer Unterschied allein in der Veredelung. Dann haben wir hier einzeln eingesetzte Spiegel. Ja. Wir haben ein detailliertes Interieur, eben wahrscheinlich ein bisschen schwer zu sehen, weil das nicht sehr hell ist. Da haben wir ein Interieur mit einzeln eingesetztes Lenkrad. Nach hinten geschaut. Wir haben die Rückleuchten und natürlich auch so wie bei dem alten Modell schon ein Radsatz bestehend aus 5 Einzelteile. Allerdings die Veredelung von diesem Radsatz, Sie können Sie jetzt auch sehen, ein riesen Unterschied. Wir haben eine lackierte Felge, wir haben eine Bremsscheibe im Hintergrund. Ja, das sind alles Komponenten, die letztendlich dazu führen, dass so ein Modell zwischen 24 und 28 Einzelteile beinhaltet. Ja? Und diese Montage hat natürlich auch einen entsprechenden Anspruch und einen gewissen Zeitaufwand. Das heißt, das Modell hat sich in den Jahren weiterentwickelt zu einem wirklich sehr detaillierten Sammlermodell. Das ist korrekt, ein sehr detailliertes Sammlermodell, was letztendlich auch von unseren Sammlern honoriert wird. Die sind sehr glücklich, solche Modelle zu haben. Und das ist letztendlich auch ein Alleinstellungsmerkmal für die Firma Herpa. Im Vergleich zu unseren Wettbewerbern haben wir ein sehr detailliertes Fahrzeug, orientiert an der Realität, sodass jedes Detail auf diesem Modell auch erkennbar ist. Also wir vereinfachen nicht das Modell, sondern wir versuchen, so nahe wie möglich an den Straßen des Fahrzeugs zu bleiben. Mal Hand aufs Herz, was ist so Ihr Lieblingsbereich? Sind es mehr die Autos, sind es mehr die Lkw oder sind es mehr die Flugzeuge? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keine Präferenzen. Ja? Alle Modelle sind Lieblingsmodelle. Ich mache es mit sehr viel Herzblut. Ich bin seit über 30 Jahren bei der Firma Herpa und ich kann jetzt nicht sagen, dass die PKWs oder die LKWs oder die Flugzeuge mir mehr am Herzen liegen. Ich denke mal eher, das sind Momenterscheinungen, das liegt mir näher, das Modell, weil, keine Ahnung, irgendwas Spezielles an diesem Modell zu finden ist. Sie bekommen ja die Originalunterlagen von den Herstellern. Hat sich da im Lauf der Geschichte auch etwas verändert? Ja, da hat sich sehr, sehr viel verändert. In den ersten Jahren der Geschichte von Herpa hat man diese Modelle natürlich fotografiert. Man hat ein Urmodell erzeugt. Man hat dieses Urmodell bearbeitet. Und letztendlich konnte man ja daraus ein relativ realitätsnahes oder ein sehr aktuelles Modell darstellen. Nach und nach ging es über dann zu Showroom-Präsentationen, in denen diese Modelle fotografiert werden konnten, in denen man auch ein Gespräch mit einem Designer führen konnte, der auf die einzelnen Elemente des Fahrzeugs hingewiesen hat. Letztendlich sind wir heute angekommen zu einer sehr, sagen wir, unpersönlichen Art der Übertragung der Daten. Das ist eine digitale Übertragung. Diese normalen Gespräche finden so nicht mehr statt. Die Unterlagen werden digital übertragen. Man hat ein dreidimensionales Bild natürlich und man hat letztendlich eine Telefonkonferenz mit einem Designer, der auf diese Punkte aufmerksam macht. Ja, das ist die Realität, das ist die Zeit heute. Entschuldigung, ich habe es ganz vergessen. Prinz Zuleiniger wartet auf mich. Ich müsste jetzt Sie verlassen. Dürfte ich mitkommen? Das Büro des Geschäftsführers wollte ich schon immer gerne mal sehen. Ja, gerne. Bitte, begleiten Sie mich.